In letzter Zeit frage ich mich öfter, wie fängt man eigentlich neu an, wenn man dachte, das hier sei schon der Neuanfang? Ja, der Ofen und ich, wir sind gerade ein richtig gutes Team. Ich habe mir hier mein kleines Homeoffice eingerichtet. Das ist gerade mein Lebensmittelpunkt. Es ist ein wundervoller Abend. Ein Tag, wo es ganz angenehm ist mit den Temperaturen. Heute sind es ungefähr minus 10 Grad. Und nächste Woche kommt wieder eine Kältewelle mit an die minus 30 Grad. Es ist also auch im Haus sehr kalt wieder. Und da werde ich wieder die ganze Zeit damit beschäftigt sein, das warm zu halten. Deswegen genieße ich es gerade ein bisschen, dass ich mich hier bewegen kann, ohne direkt einzufrieren und dass das Haus auch nicht ganz so stark abkühlt, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Ich denke nach wie vor sehr viel darüber nach, was ich auf meinem YouTube-Kanal teilen möchte und was ich für mich behalten möchte. Die Entscheidung ist gar nicht so einfach, leider. Ich möchte eigentlich gerne so offen wie möglich sein und auch Prozesse teilen, die ich durchmache, während ich sie durchlaufe. Aber ich merke dann zunehmend, dass ich das nicht aufnehmen kann, wenn zu viele unterschiedliche Meinungen und Stimmen auf mich einprasseln. Ich merke dann schnell, dass mich das sehr verunsichert in meinem eigenen Denken, in meiner eigenen Prozessfindung. Und dann habe ich wieder sehr den Drang, mich zurückzuziehen und durch diesen Prozess alleine hindurchzugehen, was, glaube ich, menschlich ist. Ich denke, das werden sehr viele nachvollziehen können. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum viele mit ihren Prozessen nicht nach außen gehen und das für sich selbst durchlaufen möchten. Denn wir sind eben alle auf unserem eigenen Weg und jeder muss seinen eigenen Weg finden und jeder von uns wird auch seinen eigenen Weg finden. Wir müssen nur die Gelegenheit dazu haben. Die Kälte zwingt mich dazu, ehrlich zu sein. Ehrlich darüber, was ich brauche. Mein Neuanfang ist kein Plan, kein Ich weiß, wie es weitergeht. Mein Neuanfang ist, dass ich morgen einfach aufstehe und ich weiß, ich kümmere mich um mich selbst. Manche regulieren ihr Nervensystem mit Joggen. Ich mit ein bisschen Teig. Seem
Wenn du magst, das Rezept für diesen Kuchen findest du auf meinem Blog. Das ist gerade auch eine Variante, mit der ich mir dieses Leben hier ermögliche. Ja. Na, wärmst du dich vor dem Feuer? Ist zu kalt, ne? Ich merke gerade, wie wichtig es ist, sich nicht von den äußerlichen Umständen ablenken zu lassen, auch wenn sie noch so süß sind. Ich merke gerade, wie wichtig es ist, meinen Körper zu verstehen und zu verstehen, was er mir eigentlich wirklich sagen will, nämlich mit Gefühlen. Wir haben nie gelernt, sie zu benennen. Wir haben nur gelernt, sie abzuwerten oder uns von ihnen abzulenken. Die Welt, die ist gerade so unglaublich komplex und überall werden wir bombardiert mit Social Media, mit Erwartungen, mit Mindset-Arbeit, mit Persönlichkeitsentwicklung. So oft wird uns signalisiert, du bist kaputt, du musst dich ändern, da muss etwas an dir repariert werden. Aber eigentlich reagiert da nur ein unglaublich komplexes System auf zu viel Input, nämlich mit Gefühlen. Wenn Wut hochkommt, dann deutet das darauf hin, dass wir vielleicht etwas mehr für uns einstehen sollten. Wenn wir Traurigkeit spüren, dann ist das ein Hinweis darauf, dass wir mehr Rückhalt benötigen. Wenn wir überfordert sind, dann signalisiert uns das vielleicht, dass wir einen Schritt langsamer machen sollen. Und manche Menschen nutzen solche Emotionen dann zum Beispiel, um den Schritt in ein anderes Land zu wagen und dort wieder neu anzufangen. Unsere Gefühle und die Bedürfnisse, die dahinter stecken, die sind so extrem komplex. Und wohl die wenigsten von uns haben wirklich gelernt, wie sie damit umzugehen haben. Stattdessen ist es unsere Normalität, dass wir sie herunterspielen, dass wir sie versuchen zu reparieren oder dass wir uns einfach ablenken mit allen möglichen Mitteln. Ich habe gerade ein unglaubliches Bedürfnis danach, mehr Leichtigkeit in meinem Leben zu spüren. Und das kollidiert gerade sehr mit der Härte des schwedischen Winters. Das ist nicht leicht, gerade weil ich jetzt auch wieder alleine hier lebe. Gerade ist es aber auch keine greifbare Option für mich, Schweden wieder zu verlassen. Und deswegen muss ich mir die Frage stellen, was kann ich jetzt in meiner aktuellen Situation für mich selbst tun, damit sich diese Schwere wieder etwas leichter anfühlt? Wie kann ich mir Leichtigkeit in mein Leben holen? Und da wird mir gerade bewusst, dass ich gerade einfach sehr viele kleine Belohnungen brauche. Ich brauche kleine Ziele in meinem Alltag, die mir schnelle Erfolge bringen, zum Beispiel einen Kuchen backen. Da habe ich dann einen direkten Erfolg schon am gleichen Tag und gleichzeitig auch noch diesen wunderbaren Genussmoment, der mir als Belohnung dient. Und mein Körper, der reagiert darauf. Ich spüre dann sofort, wie meine Blutbahnen wieder von ein bisschen mehr Dopamin durchflutet werden und das fühlt sich gut an. Ich denke gerade sehr, sehr viel darüber nach, ob das Leben, was ich hier in Schweden führe, noch dem entspricht, was ich leben möchte und ob eine Rückkehr nach Deutschland vielleicht besser wäre. Aber in meinen Augen lässt sich diese Frage nicht eindeutig beantworten, denn beide Länder haben natürlich Vor- und Nachteile. Aber natürlich spielen auch die klimatischen Bedingungen und das soziale Umfeld eine große Rolle in der Entscheidungsfindung. Und das macht es schwierig. Ich kann momentan keine Antwort im Außen finden und das zwingt mich dazu, mich wieder nach innen zu kehren und nach einer Lösung im Inneren zu suchen.
Und wenn ich das tue, dann wird mir bewusst, dass Sicherheit nicht ausschließlich ein Zustand ist, den ich im Außen finden kann. Na klar, finanzielle Sicherheit, das ist ein Thema. Oder auch soziale Sicherheit, das sind alles Aspekte, die dazugehören. Wenn wir versuchen würden, Sicherheit nur im Außen herzustellen, dann würden wir uns, glaube ich, sehr, sehr weit von uns selbst entfremden und entfernen. Deswegen denke ich, Sicherheit ist für mich gerade ein Gefühl, das ich mir im Inneren selbst schenken kann. Allein zu leben hier ist nicht immer romantisch. Aber es ist auch nicht falsch. Es ist einfach so, wie es gerade ist. Ich weiß noch nicht, ob dieses Leben bleibt. Aber ich weiß, dass ich mich darin nicht verliere. Ich habe es mir heute wieder vor dem Ofen gemütlich gemacht. Es ist wieder ein sehr kalter Tag. Aber ich tue mein Bestes, um durchzuhalten. Ich genieße jetzt erstmal mein selbstgemachtes Frühstück, um in den Tag zu starten. Und dann, ja, werde ich durchhalten. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön aussprechen an jeden Einzelnen von euch, der mir in meinem letzten Video so einen wundervollen Kommentar hinterlassen hat. Das ist wirklich sehr berührend, so viel Zuspruch zu lesen, und das tut meiner Seele immer wieder gut. Danke dafür. So, bei mir geht es jetzt weiter mit Hauswärmen und Durchhalten. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem hoffentlich frischeren, wärmeren Video. Macht's gut.